Too many fucking guards. Keep your heads down. We'll have to find a way to distract them. That must be Lhod's tent. Of course, he'd take the biggest one for himself. Natürlich. More guards. Place is crawling with them. Aber guck mal, Leute, wie viele sind das? Kriegen wir das nicht hin? That tower gives a great view over their camp. Horses hate being tethered during a battle. If we can just get them loose. Enough thinking. Where do you want us? Cut the horses free. Send them galloping through the camp. Horses? That's what you want? That's what we need. A distraction. Fine. But if any Whitehills get in our way, might have to cut them loose too. Meet here once you've done your part. Good luck, Basilisk. Try not to get yourself dead, Westerosi. Das heißt killed, Can aber... we rely on them? You can trust them to fight. Beyond that... Verstehe. Come on, let's get this done. Noch nicht. Ja gut, wollen wir jetzt auf die Pferde warten, oder? Ah, gut. Sie sind in Position. Dahin schleichen wäre eine dumme Idee. Warte mal, so, jetzt gehen die dahin. Waren das jetzt alle? Ich hoffe mal. The horses! They're loose! Secure the Forester boy. Make sure the little shit can't escape. He can't run if he doesn't have legs. Do what you must. And if anything happens to me, kill him. Yes, father! Bring me my greatsword. Fuck. What do we do? Na, ganz einfach. Du nimmst den Arsch, ich nehme den anderen. I want to make him bleed. Asher deserved better. Follow Griff. Follow him. Unsere Priorität war schon immer klar in diesem Looks Fall. like the decision has been made for you. Ja. We kill that fat fuck. Don't get too close. When he's distracted, we strike. Now, let's take them. Roderick the Ruined. You've just won this war from me coming here like this. Oh, more Whitehills. Nothing I can't handle. Gut. Which is fine by me. Makes my life that much easier. Call off the attack. Swear fealty to House Forrester, and I'll let you live. Not today, I'm afraid. Gut, das waren jetzt genug Chancen. Ich fühle den Schmerz. Die Wut in dir. Nutze. Nicht schon wieder.
It's over, Lud. I underestimated you, cripple. But it won't do you any good. My soldiers are already tearing down your gates. They'll kill your mother, your sisters, and Ryan. Griff's cut his throat by now. For Asher! You live. Where's the basilisk? We were separated during the fight, right before I took Lud's head. He's dead. Good. I thought Beskha would be here. Beskha will have to take care of herself. To Ira! Zieht bei dem anderen hinterher? Das wäre ja praktisch. They're everywhere. The Lord! Our Lord's here! Rally to the My lord. What's the situation here, Duncan? Grim, my lord. The White Hills have broken through, and the rest of their forces are closing in. Arrows ready! We need reinforcements at the gate. Have you seen Mother? Why aren't Where's she? Have you seen Mother? No one knows where she... Inside, now! My lord, your command. Forward! We have to seize the gate! You heard your lord! Retake the gate! Now this is the war Asher promised. To Roderick! Ich habe nicht viel von Torverteidigung gesehen. Natürlich. A, wie immer A. Komm schon. Danke für die Hilfe. Roderick Forrester, last of his kind. Kann man wer das Pferd töten? Oder so. I Rüstung. was hoping to face you whole. No matter.
hier ist viel zu viel gerade los. Willst du mich jetzt verbrennen oder was? Ich lag schon mal auf so einem Karren. Hat keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Let go of my son! Fucking Forrester, cut! War ja klar. Macht Spaß, so eine Axt am Gesicht zu haben. Oh, my son. Kriegen diese verfickte Schlange wenigstens noch? Tja, so viel zu halten wir das Tor. My lord, we have to get you out of here. Oh, my God. Roderick, help me! No! 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 She's lost, my lord. We have to go. You must survive, Roderick. For the house. For all of us that fought on this day. Now. You did the right thing.
I did what I had to do. He was your friend. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason, to protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Garrett. You should be the one to decide. Nach Süden. House Forrester needs our help. So we'll gather our forces and march south. May the gods guide us and protect us. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Bring forth the next prisoner! Aus dem Weg, Leute. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Kill her! She's A innocent! disgrace to her family name! Spare her! Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, End it! I sentence you to die. Shame! Raven! Kill her! If you have final words, speak them now. She's innocent! Spare her! A brave woman! Iron from ice! A brave Innocent! Oh, a noble Kill death! her! Kneel!
Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Wise. With some parasite by his side. As if I'd come to negotiate. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne, Grandmother, I was actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. Then she had the audacity to go behind my back with Tyrion when I'd clearly forbade it. And that day she pushed me to ask Joffrey for help when he ripped my dress. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, a brother was dead atop the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. Back from the Twins with balls so shrunken he let Griff Whitetail beat him into the mud in his own yard. Reek, I had to come and see this walking tragedy for myself. But he didn't even have the courage to stab me with my own blade. But then, he jabbed out that fourth-born's eye. He killed the man who betrayed him. I was rather starting to like him, and then I thought, let's play again. That's when the fun really started. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was cocky, surely, but he wasn't uncharming. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But I was disappointed. He seemed a man who cared of nothing more than the moment. But afterward, his uncle told me the truth. That Asher had been protecting his friend, a former slave. He'd gave up all he came here for to protect her secret. He earned my respect in the end. If not my help. I wish I could have done more for him. Perhaps, if I had, things would have turned out differently. Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Sarah to protect herself. But instead, what she did, it took grace. If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira proved that. But at so high a cost. Roderick. I could have told him this story wasn't going to have a happy ending. His brother dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I'm not unfamiliar with these Forresters. Stubborn to the end. They were clever, I'll give them that, but far too sentimental. Ruled by emotion when they should have been smart. Instinctive instead of shrewd. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Tja, das ist meine große Schwachstelle, Instinkt und ja.
Instinkt und Ehre. Roderick? We haven't much time. Gut gemacht, Beskar. Ich bin überrascht. Du hast also bis zum Ende das gemacht, was Escher versucht hat. Seine Familie retten. Boah, ey, ist viel kaputt gegangen. Aber eigentlich der, von dem ich dachte, dass er ziemlich schnell drauf geht, ist Roderick gewesen und der hat ziemlich lange durchgehalten. Also offenbar sogar bis zum Ende. Weil ich dachte mir in der letzten Folge, gut, wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen Escher und Roderick, Telltale Games wird nicht so lange Alternativpfade für beide produzieren, also möglichst schnell den Fehler korrigieren und beide tot sehen, und war dann wohl doch nicht so. Hat man sich dann doch mal wirklich beide Sprecher geleistet, die wahrscheinlich im Endeffekt genau die gleichen Texte hatten, aber ist ja egal. Schön, dass man überleben konnte. Wobei ich nicht weiß, ob es auch eine Möglichkeit gab, wo man wirklich draufgehen hätte können. Oder ob dann halt wieder dieses Vala Mogules kommt und dann halt, neu geladen werden muss. Also, ich und 65,9% haben die Wahrheit gesagt. Ja, weil wir doof sind, aber das ist nun mal so. Scheiß Ehrgefühl. Ich und fast 80% haben gesagt, fick dich, Morgan. Ganz ehrlich, ich hätte ihn geheiratet und dann im Schlaf erstochen. Das Problem war halt nur, dass er dann meinte, dieser kleine Kohlenjunge kommt da auf den Block und das hätte ich irgendwie, da hätte ich mich, glaube ich, nicht gut mitgefühlt. Auch wenn ich dem Knaben von Anfang an nicht vertraut habe, aber naja, dem Typ auch nicht. Vielleicht hätte ich ich hätte eine Münze werfen können, das war im Prinzip beides nicht so geil. Aber hey, immerhin Ruhe vor King's Landing. War eine dumme Idee. So, 52,5 haben Cotter diesen gnädigen Tod gegeben. Ich sag mal so, hätte ich nicht gemacht, hätte ich es nicht seiner Schwester versprochen, aber weißt du, er wollte ja einfach nur sterben und ihm war es, glaube ich, egal, ob er dann halt Zombie oder einfach nur tot ist. Und, naja. Wie gesagt, hätte seine Schwester nicht darum gebeten, ich hätte ihn wahrscheinlich einfach mit Blutmagie zu sonst was gemacht, aber der wäre uns garantiert auch an den Rücken gefallen, glaube ich, früher oder später. Als vorhin Finn aufgetaucht ist, dachte ich ja erst für einen Moment, das sei Cotter, bis ich Finn wiedererkannt habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, den nochmal wiederzusehen, obwohl das eigentlich offensichtlich war, dass der nochmal wiederkommt. So, 29,3% haben Lord Whitehill gekillt und haben sich nicht um Ryan gekümmert. Ja, ich habe halt Vertrauen gehabt. Und ich wollte erst bei den Oberkopf der Schlange killen. Was mich nervt, ist, dass wir Griff immer noch nicht vernichtet haben. Dieses Arschloch. Jetzt hat er auch noch unser Mädchen. Das finde ich, hätte ich doch bloß gesagt, Mädchen, Krieg, geh mal lieber weg. Aber das ist halt wieder meine sentimentale Art. So bin ich halt bescheuert. In der Welt von Game of Thrones würde ich nicht wirklich lange überleben und ich glaube, ich habe das hiermit eindrucksvoll bewiesen. So, 58,1% haben das Nordgrab verlassen und nach Ironwarf. Ja, da bin ich mir bis jetzt nicht sicher, ob das so gut war. Also ich habe wirklich Bauchschmerzen bekommen, als wir da abmarschiert sind. So in der Erinnerung, dass ja diese Raids versuchen, das Ding da aus irgendeinem Grund zu übernehmen und irgendwie der Grund, warum das Ding so wichtig ist, der muss irgendwie an mir vorbeigegangen sein während des ganzen Dings. Aber, naja, es wird wahrscheinlich irgendein wichtiger Posten sein. Wobei ich immer noch nicht ganz kapiert habe, wer der Eisdrache ist. Aber
Wir haben Jon Snow von dem Nordgrab erzählt. Also habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er in seiner Zeit als Commander der Night's Watch vielleicht irgendein Abteil dahin geschickt hat, damit die halt irgendwie sucht das Ding und passt auf es auf oder so. Oder dass er, weiß ich wie, noch irgendwas unternehmen könnte. Das Nordgrab ist also nicht komplett verloren, weil ich der einzigen Person, der man in Westeros vertrauen kann, vertraut habe. Naja. Ich habe wirklich einen Eisdrachen erwartet, muss ich sagen. Irgend so ein krasser Eisdrache, der halt heroisch sich in die Lüfte erhebt, dann nach Ironrath fliegt und diese ganzen Whitehills frisst und einfriert und ach, das ist Game of Thrones, da wird sowas nie passieren. Das ist dann doch ein bisschen zu abgedreht. Vielleicht im letzten Buch wird sowas vorkommen, aber nicht in dem Stadium, wo wir jetzt sind. Boah, bin ich fertig. Das kann doch nicht sein. Gut, dass unsere Mutter drauf geht, das war fast abzusehen, glaube ich, oder? Naja, eigentlich nicht. Ich bin echt überrascht, dass Duncan und unsere Schwester überlebt haben. Das habe ich echt nicht kommen sehen. Und dass sie Roderick auch noch wiederfinden. Boah. Wer hätte das gedacht? Beskar, wie gesagt, gut gemacht, dass sie mit unserem Kleinen, mit Ryan, abgehauen ist. Hätte ich ihr auch kaum zugetraut. Aber solange du jemanden nicht sterben siehst, ist er nicht tot. Mira haben wir sehr offensichtlich sterben sehen. Nee. Ich glaube, was auch immer wir gemacht hätten, wir wären wahrscheinlich auf diesem Block gelandet. Und je nachdem, wie wir uns halt in dieser Zelle davor entschieden haben, hätten wir dann halt den Platz mit Tom tauschen können oder auch nicht. Aber wer weiß, so hatten wir wenigstens unseren ehrenvollen Abgang, auch wenn der uns ehrlich gesagt in der Welt überhaupt nichts bringt. Ich glaube, im richtigen Leben hätte ich zu viel Schiss gehabt, da enthauptet zu werden und hätte dann wahrscheinlich diesen Jungen da abgeliefert. Also ich glaube nicht, dass ich da so mutig gewesen wäre, wie es Mira in diesem Fall gewesen ist, aber es war schon eine gewisse Erlösung, da endlich hingerichtet zu werden. Boah, ey, ich mochte Marjorie mal. Mittlerweile nicht mehr. Nun gut, wir werden dann wahrscheinlich sehen, was die Staffel 2 für uns bereithält. Wenn sie denn irgendwann mal kommt. Nächstes oder übernächstes Jahr. Man weiß es ja nicht. Tja, ihr beiden. Meine Helden. Das Nordgrab sieht schon geil aus. Brennendes Ironrath sieht nicht so geil aus, muss ich sagen. Aber das habe ich mir verdient. Immerhin. So, wie gesagt. Die Staffel ist vorbei. Die zweite wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Man weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass es direkt nachdem Game of Thrones lief, dann wieder kommt. Und, naja. Ich glaube, es wird 2017 kommen. Erst. Aber wir haben noch genug andere Telltale-Spiele. Zum Beispiel, wenn wir als nächstes wahrscheinlich Walking Dead wieder spielen, weil Telltale da ein Mission-Add-on angekündigt hat. Ich glaube, das wird sozusagen das Pendant zu diesem 500-irgendwas-Tage-Ding sein, nur für Staffel 2. Dass wir dann halt noch so eine Mini-Episode mit Mission dazu kaufen. Die wird es dann wahrscheinlich als nächstes auf diesem Kanal geben, wenn nicht The Wolf Among Us vorher zurückkehrt. Ich kann euch jetzt schon sagen, Minecraft Story Mode werden wir nicht spielen. Ich habe da mal reingeguckt, es gefällt mir einfach nicht. So. Und dann würde ich mal sagen, als dann, bis dann.